Wie du mit Buzzing deinen Trompetenklang und deine Ausdauer, deine Treffsicherheit verbessern kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico-Leikam Trompetentraining. Verschiedenste Faktoren wollen wir natürlich bei unserem Trompetespielen Tag für Tag verbessern. Klang, Ausdauer, Intonation, um nur einige zu nennen. Die Buzzing-Übungen können uns da einen entscheidenden Schritt nach vorne bewegen und ich zeige dir heute eine Übung, mit der ich gerne trainiere, meine Intonation, meine Treffsicherheit und somit auch meinen Klang und die Ausdauer zu verbessern. Ihr seht, ich sitze am Keyboard, am Klavier und kann mir dementsprechend immer die Töne vorspielen, die ich eben brauche, um mir die Intonation bzw. den Ton ins Gehör zu holen. Wir starten wieder gespielt auf der Trompete auf dem G. Auf dem Klavier, Keyboard spiele ich also einen ganz Ton tiefer, das heißt an dieser Stelle also mit dem F1. Holen wir den Ton ins Gehör, na na, und singe den auch nach und dann versuche ich diesen Ton natürlich auf meinem Mundstück mit Buzzer oder ohne Buzzer zu spielen, wie ihr es eben machen wollt. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr erst den Ton spielt und danach mit dem Buzzer spielt also. Und jetzt das Mundstück auf die Trompete und dementsprechend spielen wir natürlich dann unseren Ton auf dem Instrument. Wir versuchen jetzt aber auch diese Lockerheit, diese Offenheit, die wir beim Buzzing-Spiel, beim Buzzern hatten, auf unser Instrument zu übertragen. Also das identische Spielgefühl jetzt auch auf dem Instrument versuchen abzurufen. Und was auch immer sehr, sehr gut hilft, ist, wenn man den Ton versucht nachzusingen. Na, na, das schärft die Vorstellung und es schärft vor allem das Gefühl, was muss ich für eine körperliche Arbeit leisten, damit eben die dementsprechende Tonhöhe herauskommt. Singen hilft uns allgemein beim Trompetespielen sehr, sehr weiter und vor allem, wenn wir uns Melodielinien, kantabile Stellen und so weiter erstmal vorsingen oder mit Keyboard und Stimme versuchen zu trainieren und dann versuchen, das Ganze aufs Instrument zu übertragen, dann sind wir schon immer einen großen Schritt weiter und es fängt auch gleich an, viel besser zu klingen und sich musikalischer im Gesamten anzuhören. Wir gehen nach unten, nehmen jetzt anstelle von dem gespielten G, also auf dem Klavier, das F. Nach unten gehen wir jetzt zum gespielten C auf der Trompete, das heißt natürlich auf der Klaviatur, dementsprechend dann das kleine B. Na, na. Na, na und der Übertrag wieder aufs Instrument. Und jetzt machen wir die Kombination aus diesen beiden Tönen, das heißt wir haben hier diese reine Quinte von B zu F bzw. gespielt von C zu G. Immer versetzt spielen, dann kann man gut hören und auch gut versuchen, das Ganze nachzubuzzern. Und jetzt wieder auf die Trompete übertragen. Achtet immer darauf, dass der Hals offen bleibt, dass die Luft gut fließt und dass der Klang von den Tönen dann dementsprechend auf dem Punkt da ist und sich nicht erst entwickelt. Also nicht dieses und dann kommt der Ton, sondern wirklich auf dem Punkt ta, ta,
ta, dass immer punktuell, genau dann, wenn du den Ton brauchst, auch der Ton da ist. Und diese Übung kannst du natürlich jetzt erweitern. Halbtonschritte weise nach unten, nach oben. Du kannst auch die Terz, also das Ganze noch erweitern, dass du eben einen Dur-Dreiklang hast. Das Ganze natürlich auch in Moll, vermindert, aber natürlich auch übermäßig. Wir können den Dreiklang spielen und dementsprechend oben zum Beispiel noch die große 7 mit reinnehmen, also die große Septime. Und so kannst du eben dein Gehör weiter schulen, weiter verbessern und dementsprechend natürlich auch deine Treffsicherheit auf der Trompete verbessern. Wenn wir uns mal diesen Dur-Akkord mit der großen Septime rausnehmen, dann spiele ich mir den erstmal vor. Und dann kann ich auch die Auflösung noch dazu nehmen. Und jetzt auf ein Mundstück. Und dann habe ich eben diesen Akkord. Natürlich jetzt auch auf die Trompete übertragen. Das heißt, wir spielen auf der Trompete die Töne C, E, G, H. Das alles im eingestrichenen Bereich. Und eben dann oben dann das C2 als Auflösungston, als Spitzenton. Und immer locker und das Ganze mit der Luft gesteuert und denkt immer dran, der Hals ist offen und die Lippen sind kaum angespannt. Also in dieser Lage kann ich alles mit der Luft arbeiten. Die Lippen sind immer nur so stark angespannt, damit eben die Luft ins Instrument geht, aber niemals überanstrengend. Das können wir dann in die höheren Register übertragen und dementsprechend eben sich dann kümmern, dass eben auch in der 2, 3 gestrichenen Oktave der Ansatz dicht hält und die Luft eben ins Instrument geht. Immer darauf aufpassen, lockerer Hals, das heißt offen, lockere Lippen und die Luft, die kommt, die führt mit. Denkt auch an eure Zunge, aber ich denke, das könnt ihr sowieso machen. Mit dieser Übung könnt ihr genau diese Faktoren, die ich am Anfang aufgezählt habe, verbessern und dementsprechend eure Treffsicherheit, den Klang, aber auch die Ausdauer auf eurem Instrument wesentlich positiv beeinflussen, damit ihr eben einen weiteren Schritt in eurer trompeterischen Entwicklung machen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei dieser Übung und schreibt doch unten in die Kommentare, wie die Fortschritte bei euch passiert sind, was ihr bemerkt habt und ob ihr dadurch auch anfangt, lockerer und klangvoller Trompete zu spielen. Also lasst noch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.